Moin so Leute, einen wunderschönen Sonntag. Hier ist Mo von VR. Ich bin Urlaubsmotensen immer noch in Indonesien. Jetzt nicht mehr so lange. Ja, im Februar sind wir wieder zu Hause. Rechtzeitig zur PlayStation VR 2 bin ich bereit und wieder im kalten Deutschland, aber warm im Herzen. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Vor allen Dingen, weil in letzter Zeit wirklich noch sehr viel Gutes passiert ist. Auf der CES 2023 haben sich jetzt viele Leute noch die PlayStation VR 2 angeguckt. Da gab es Booth, wo man sich das angucken konnte. Und dabei waren auch viele Leute, die sich wirklich sehr in deep mit VR auseinandersetzen. Aus den Reviews habe ich sogar noch neue Sachen gelernt. Ich zum Beispiel wusste bis dato gar nicht, dass der Pass-Through, also die Möglichkeit in der PlayStation VR 2 durch die eingebauten Kameras rauszugucken und seine Umgebung zu sehen. Wir wussten bisher, dass der schwarz-weiß ist. Jetzt wissen wir, dass er wirklich hochaufgelöst ist. Also nicht wie bei der MetaQuest, so dass man gerade sowas erkennen kann, sondern wirklich hochaufgelöst. Aber das Interessante ist, er ist auch dreidimensional. Er ist Stereo, ja, wie bei der Quest Pro. Konnte ich leider noch nicht austesten. Ich bin sehr gespannt, wie das dann auf der PlayStation aussieht. So Kleinigkeiten, ja, gibt es in den ganzen Videos. Und das Interessante ist aber, dass der Tenor auch von vielen Fachleuten zur PlayStation VR 2 ist. Wie geil ist das denn bitte? Ja, also unterm Strich, fetter Scheiß, da kommt was auf uns zu. Und das glaube ich ja schon die ganze Zeit. Sony hat, als die PlayStation VR 1 2016 rauskam, natürlich sehr viele Kompromisse auch machen müssen, um einen erschwinglichen Preis zu erreichen. Der lag übrigens auch mit Kamera und Move-Controllern und so ungefähr bei 550 Euro. Wenn man dann die Inflation dazu rechnet, haben wir jetzt denselben Preis. Aber schon damals hat Sony ein paar Entscheidungen getroffen bei dieser Hardware, die richtig waren. Ja, der PlayStation VR 1 im Nachhinein ein sehr langes Leben beschert haben. Sie hatte zum Beispiel ein Display mit einer richtigen RGB-Stripe-Matrix, das einfach, obwohl die Auflösung nicht so hoch war, das Fliegengitter weniger wahrnehmbar war. Sie haben asphärische Linsen gehabt, das sind die besten Linsen, die man haben kann in VR, ja. Und dadurch hatten wir auf der PlayStation VR immer das klarste und beste Bild. Auf der CES hatte uns PlayStation dann eröffnet, dass wir nicht nur GT komplett für die PlayStation VR bekommen. Ja. Jetzt in den letzten Tagen gab es nochmal Details und es ist wirklich das komplette Spiel, außer dem Splitscreen-Modus, der macht in VR auch keinen Sinn. Das komplette Spiel mit allen Online-Multiplayer-Funktionalitäten kriegen wir auf die PlayStation VR 2. Das wird so krass, Leute. 450 Autos und unfassbar viele Strecken. Das Ding bekommt ja quasi täglich neue Updates. Damit kann man sich allein schon ein komplettes Jahr auf der PlayStation beschäftigen. Ich glaube, das ist für Sim-Racing-Freunde und Autonarren fantastisch. Ja? Wenn ihr euch einfach nur für Autorennen interessiert, stellt euch jetzt bitte vor, ihr könnt mit eurem fetten Force-Feedback-Lenkrad und Schalthebeln mit einem VR-Headset auf jetzt wirklich im Cockpit sitzen. So fühlt sich das nämlich an. Es ist gigantisch. Das wird einfach ein riesen Ding. Und ich bin persönlich auch sehr froh, dass das die komplette Unterstützung bekommt und nicht wie in der letzten Generation so einen netten VR-Modus, wo man aber keine Multiplayer-Rennen machen könnte, was natürlich der super Spaß ist, ja. Nebenbei haben sie dann auch noch Beat Saber angekündigt, ja, auch Beat Saber verlieren wir nicht, das hatten wir ja schon für die PlayStation VR 1, jetzt bekommen wir es auch für die PlayStation VR 2. Was nicht so naheliegend ist, denn die Firma, die Beat Saber macht, gehört Meta, ja. Also, schöner Deal von Sony. Was dahinter steckt, ja, also dass Sony mit Meta so ein Deal macht für Beat Saber, lässt auch viel Spekulation zu. Wenn nämlich sowas passiert ist, vielleicht hat Sony ja tatsächlich mit Meta noch mehr vereinbart. Ich gucke ein bisschen in Richtung Lone Echo, falls ihr da nicht versteht, was ich gerade meine. Aber wie ich schon erwähnt habe, auch Stormland oder solche Geschichten waren Marken von Meta. Das Studio gehört jetzt allerdings Sony. Ich hoffe, sowas bekommen wir wirklich dann auch noch für die PlayStation VR 2. So, und unsere fleißige Community hat auch schon entdeckt, dass es bei Amazon die ersten PlayStation VR 2 Gadgets gibt. Ja, so Ladestationen und alles mögliche Zeug gibt es da mittlerweile schon. Und vor allen Dingen auch Retail-Titel. Ja, die ersten richtigen PlayStation VR 2 Discs, ich weiß gar nicht, was das ist, Blu-rays sind das natürlich heutzutage, die ihr euch ins Regal stellen könnt. Die gibt es jetzt schon bei Amazon zum Bestellen. Ich mache euch auf jeden Fall mal Links dazu. Ihr könnt übrigens aber auch super gerne über meinen allgemeinen Amazon Affiliated Link zu Amazon gehen. Alles, was ihr dort kauft, könnt ihr behalten. Aber ich bekomme von den Verkäufern dann eine kleine Provision, kostet euch gar nichts mehr, keine Panik und ihr könnt damit diesen Kanal unterstützen. Ist das nicht bombastisch? Da haben wir alles von.
Vielen Dank an unsere fleißige Community, die diese ganzen Sachen schon herausgefunden haben. Es prickelt überall, PlayStation VR, Energie ist in der Luft. Aber weiter im Text, es wurden dann auch neue Spiele vorgestellt. Wir hatten ja sowieso schon letzte Woche eine Liste von ca. 90 Spielen, die von Sony und von Entwicklern auf jeden Fall offiziell für die PlayStation VR 2 angekündigt sind. Da sind jetzt noch ein paar dazugekommen. Netterweise habe ich einen Trailer gefunden von PlayStation Australien, die schon mal zusammengeschnitten haben. Den gucken wir uns jetzt an. Da sind nicht alle drin, aber ein Stück. Und zwar haben wir hier das sehr lustige Before Your Eyes. Müssen wir uns überraschen lassen, was das ist. Kajak VR wird unfassbar fantastisch. Großartige fotorealistische Grafik. Pavlov VR müssen wir nichts mehr drüber sagen. Shooter und Pass-and-Play-sig. Super entspanntes Ding. Jetzt in 120 Hertz und irre Auflösung. Song in the Smoke kriegt einen Remaster, ja, das wird richtig neu. Genauso wie Synth Riders ist von Grund auf neu geschrieben worden für die PlayStation VR 2. Und ja, What the Bad ist eher so ein lustiger Titel. Ich mag die Grafik, die Farben. Res Infinity, um Gottes Willen, was für ein tolles Spiel, jetzt in Hi-Res. Und The Last Clockwinder war Spiel des Jahres, letztes Jahr, ja, in irgendwelchen Verlosungen, hätte ich beinahe gesagt. Auf jeden Fall auch ein bemerkenswerter Titel. Dann bekommen wir noch angekündigt Tampa. Ja, Tampa kennt ihr, das war ein Release-Titel der PlayStation VR 1. Das gibt es jetzt in OLED, Hi-Res 4K HDR nochmal. Fantastisch. NFL Pro Area bekommt auch eine PSVR 2 Version und neben Res Infinity auch einer vom selben Entwickler, nämlich Tetris Effect Connect. Und Tetris Effect Connect ist halt Tetris zum Reinsaugen und das hat irgendwann auch ein Update bekommen für Multiplayer und Koop-Funktionalität oder so. Also es ist auch eine Riesenmenge VR-Spiel. Es macht einen Riesenspaß. Tetris Effect und Res Infinity zum Beispiel sind aber keine Free-Updates für die PlayStation VR 2. Da müsst ihr 10 Euro abdrücken, also 9,99 €. Wisst ihr Bescheid. Creed Rise of the Glory bekommt mit der Championship Edition seine PlayStation VR 2 Version. Hier ist noch offen, ob das ein freies Update wird oder bezahlt werden muss, denn den Titel gab es auch schon in der Form für PlayStation VR 1. Leute, die Liste wird immer länger. Ich habe sogar noch weitere Titel. Colossal Cave wird es nicht nur für MetaQuest 2 gerade geben, es gibt das nämlich auch als PlayStation 5 Flat-Titel und das bekommt irgendwann im Verlauf des Jahres 2023 auch eine PSVR-Version. Und falls ihr von dem Titel noch nichts gehört habt, als Hommage an die Klassiker unter den Computer-Text-Adventures, Colossal Cave Adventure von Will Crower und Don Woods bringt Roberta Williams Lieblingsspiel ins 21. Jahrhundert mit akribisch handgefertigter Grafik und fantasievollen Umgebungsgestaltungen, die auf tatsächlichen Höhlen basieren. Die Höhle ist in 3D und vollständig erforschbar. Okay, der Text ist ein bisschen eigentümlich. Also es ist eine Hommage an ein altes Roberta Williams Adventure und das jetzt in VR. Was will man mehr? Reimt sich sogar. Fantastisch. Und dann eine Geschichte, die mir persönlich mal wieder sehr, sehr gefällt und das richtet sich jetzt nicht nur an alle PlayStation VR-Freunde. Windlands 2 kommt am 2. Februar für die MetaQuest raus. Ja, wir haben Windlands 2 für die PlayStation VR 1 bekommen und schon da hatte ich von den Entwicklern mitgeteilt bekommen, dass es ein Free-Update für die PlayStation VR 2 geben wird. Ich habe den jetzt extra nochmal geschrieben, ob das immer noch so ist, das haben sie bestätigt. Dann habe ich ihnen gratuliert zur fantastischen Quest 2 Version, die ist nämlich super, ich konnte schon reinspielen. Ich habe in eine Beta reingeguckt, die ist wirklich toll, die Quest 2 Version. Und es wird auch eine Pico 4 Version geben. Also Windlands 2 auf allen Systemen und das Spiel ist fantastisch, Leute. Ich liebe es wirklich. Diese ganze Spider-Man-artige Fortbewegungsart macht so viel Spaß in VR. Und ihr könnt es im Koop spielen, ja? Mit 3 Kumpels, also insgesamt 4 Leuten, könnt ihr Windlands 2 spielen. Wann konkret die PlayStation VR 2 Version rauskommt, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber ich denke früh genug. Und das wird fantastisch. Ich glaube, das war's mit meiner kleinen Nachrichtensendung. Das soll jetzt auch tatsächlich ein kleines Trostpflaster sein, denn wir haben letzten Sonntag hier Frühstücksfernsehen gemacht, ja, unsere normale Live-Sendung Mo's VR News und Talkshow haben wir einfach in eine indonesische Frühstückssendung umgewandelt, weil wir hier so einen 7 Stunden Zeitabstand haben zu euch und das wollten wir dieses Wochenende wiederholen. Wir kriegen allerdings Besuch. So. Hier wird ein bisschen Remi-Demi sein. Das heißt, wahrscheinlich können wir die Live-Sendung so, wie wir es vorhatten, nicht machen. Deswegen gibt es als kleines Trostpflaster jetzt diese News-Sendung. Ich hoffe, ihr seid trotzdem happy damit und genießt den Sonntag. Ich würde mich freuen,
über ein Däumchen. Abonniert gerne den Kanal, dann kriegt ihr Sendungen aus allen Ländern, aber immer zu VR. Ja? Wir sehen uns dann ganz vielleicht noch heute, genau kann ich es nicht sagen. Achtet bitte auf den Kanal, ich werde es natürlich rechtzeitig bekannt geben, falls es doch passiert mit einer kleinen Live-Sendung. Das war's von mir. Motensen aus Indonesien, Move VR, immer für euch da. Bye bye. The best is more. The best is more.